Kant will ein eindeutiges und universal, also immer, überall und für jeden gültiges Kriterium zur Bewertung menschlicher Handlungen finden. Er stellt sich dazu die Frage, was ist ohne Einschränkung gut? Kants Antwort lautet: Es ist überall nichts in der Welt, ja überhaupt auch außer derselben, zu denken möglich, was ohne Einschränkung für gut könnte gehalten werden, als allein ein guter Wille. Nur der gute Wille ist also Kants Ansicht nach uneingeschränkt gut. Schauen wir uns an, warum. Kant untersucht zunächst, was Menschen gewöhnlich für gut halten, nämlich die sogenannten Naturgaben, also die Eigenschaften, die der Mensch von Natur aus hat, und die Glücksgaben, die der Mensch glücklichen Umständen, dem Schicksal verdankt. Naturgaben unterteilt Kant nochmal in Talente des Geistes, also geistige Fähigkeiten, und Eigenschaften des Temperaments, also Charaktereigenschaften. Hier ein paar Beispiele. Verstand und Einfallsreichtum sind Talente des Geistes, Mut und Beharrlichkeit sind Eigenschaften des Temperaments. Dabei handelt es sich um Naturgaben, um Eigenschaften, die jemand von Natur aus hat oder eben nicht. Macht oder Reichtum gehören zu den Glücksgaben. Es hängt also von Glück, vom Schicksal ab, ob man mächtig oder reich wird, egal wie talentiert oder fleißig man vielleicht von Natur aus ist. Kant prüft nun, ob diese Eigenschaften ohne Einschränkung gut genannt werden können. Die Antwort ist nein. Die Naturgaben können nämlich böse und schädlich werden, wenn die Gesinnung, das Motiv des Handelns, Kant spricht vom Willen, schlecht ist. Ein Terrorist kann mit einem scharfen Verstand ein schreckliches Attentat planen und in die Tat umsetzen, dem tausende Menschen zum Opfer fallen. Ein gemeiner Mitschüler kann sich viele kreative Strategien einfallen lassen, mit denen er jemanden aus der Klasse mobbt. Es gibt mutige Selbstmordattentäter und beharrliche Stalker. Naturgaben sind also dann schlecht, wenn die Handlungsabsicht, der Wille, schlecht ist. Nun zu den Glücksgaben. Sind Macht und Reichtum uneingeschränkt gut? Auch hier lautet Kants Antwort nein. Sie können nämlich zu Übermut führen und missbraucht werden. Adolf Hitler war sehr mächtig, missbrauchte seine Macht aber für unfassbar schlimme Verbrechen wie den Holocaust. Der US-amerikanische Investmentbanker Jeffrey Epstein finanzierte mit seinem Reichtum einen Ring zur sexuellen Ausbeutung Minderjähriger. Nur der gute Wille ist ohne Einschränkung gut. Ganz allgemein meint Wille das Motiv der Handlung, die Gesinnung. Genauer ist der Wille bei Kant die menschliche Fähigkeit, nach Prinzipien der Vernunft und damit selbstgesetzten Zielen zu handeln, Autonomie. Der Mensch ist als Vernunftwesen nämlich autonom und kann sich selbst moralische Gesetze geben, an die er sich hält. Um beurteilen zu können, ob Handlungen moralisch sind, muss in Kants Gesinnungs- bzw. Motivethik die Gesinnung, das Motiv, der Wille betrachtet werden. Gut ist der Wille, wenn er ausschließlich von der praktischen Vernunft bestimmt wird und sich nach dem moralischen Gesetz richtet. Das moralische Gesetz ist dabei nichts anderes als der kategorische Imperativ. Doch der Mensch ist nicht nur vernünftig, sondern auch sinnlich. Auf der sinnlichen Seite beeinflussen Neigungen und erwartete Konsequenzen den menschlichen Willen. Der Mensch wird von Bedürfnissen, Wünschen und Gefühlen geleitet. Er überlegt sich außerdem, welche Folgen seine Handlungen wohl haben könnten. Auf der vernünftigen Seite beeinflusst das moralische Gesetz den menschlichen Willen. Das moralische Gesetz entspricht dem kategorischen Imperativ. Da der Mensch nicht nur Vernunftwesen ist, sondern auch Sinnenwesen, bestimmt das moralische Gesetz nicht automatisch oder objektiv den menschlichen Willen. Er muss es subjektiv achten. Damit der Wille gut ist, darf ihn nur die Vernunft, das moralische Gesetz in Form des kategorischen Imperativs bestimmen, nicht Neigungen oder mögliche Handlungsfolgen. Kant schreibt: Wenngleich durch eine besondere Ungunst des Schicksals oder durch kärgliche Ausstattung einer stiefmütterlichen Natur es diesem Willen gänzlich an Vermögen fehlte, seine Absicht durchzusetzen, wenn bei seiner größten Bestrebung dennoch nichts von ihm ausgerichtet würde und nur der gute Wille, freilich nicht etwa als ein bloßer Wunsch, sondern als die Aufbietung aller Mittel, soweit sie in unserer Gewalt sind, übrig bliebe, so würde er wie ein Juwel doch für sich selbst glänzen als etwas, das seinen vollen Wert in sich selbst hat.
Kant spitzt seine Aussage vom Anfang also noch zu. Selbst wenn der gute Wille seine Absicht gar nicht erreichen kann, ist dieser missglückte Versuch dennoch moralisch wertvoller, als wenn etwas Positives erreicht wird, aber aus dem falschen Motiv. Wenn ich also einen Ertrinkenden allein aus guter Absicht heraus retten möchte und dabei versage, ist dies moralisch wertvoller, als wenn ich es schaffe, ihn zu retten, dies aber nur tue, um mich danach besser zu fühlen oder gelobt zu werden. Nur der gute Wille ist uneingeschränkt, also an sich gut, und zwar unabhängig davon, ob er verwirklicht werden kann oder nicht. Mit den Quizlet-Lernsets Kant, der gute Wille und Kant, Einflüsse auf den Willen kannst du dein Wissen jetzt überprüfen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!